Hallo liebe Freunde, danke, dass ihr wieder dabei seid. Heute lade ich euch gerne ein, mit mir noch einen Spaziergang zu machen. Diesmal laufen wir durch die Uritzki-Straße in der Stadt Irkutsk. Das ist die Fußgängerzone. Das bedeutet, es gibt keine Autos auf dieser Straße und man kann darauf gemütlich und entspannt bummeln. Diese Straße ist beliebt unter den Stadteinwohnern. Dabei auf der Straße befinden sich einige Geschäfte, meistens sind das Kleidungsgeschäfte. Es gibt auch einen Souvenirladen und ein paar Gaststätten, wo man essen kann. Und in den vergangenen Jahren habe ich diese Straße schon mehrmals gezeigt, aber es ist schon lange her. Möchte ein aktuelles Video drehen, damit ihr sehen könnt, wie diese Straße momentan aussieht im Winter. Ja, da gibt es nicht viel los, aber manchmal kann man dort auch Straßensänger sehen, die mit einem Musikinstrument spielen und etwas auf Russisch singen. An dem Tag, als ich dort unterwegs war, gab es keinen Straßensänger dort stehen. Mein Spaziergang endet bei dem Kirov-Park, wo das Hotel Angara steht. Ich bitte euch, dieses Video bis zum Ende anzuschauen. Dann könnt ihr sehen, wie die Russen aussehen, was sie anhaben, wie sie angezogen sind. Und jetzt haben wir in der Stadt fast jeden Tag die Sonne. Der Frühling steht schon vor der Tür. Das freut mich sehr. Ich warte mit Ungeduld auf den Frühling, damit es wärmer wird. Momentan haben wir in der Nacht immer noch kühle Temperaturen. Aber tagsüber, wenn die Sonne scheint, wird es am Tag viel wärmer, etwa -10, -8. Also es geht noch. Beim Laufen könnt ihr auch sehen, welche Autos in Irkutsk unterwegs sind. Seit letzter Zeit gibt es bei uns sehr viele chinesische Autos, viele elektrische Autos. Ehrlich gesagt sind solche Autos für das sibirische Klima nicht so gut passend. Aber trotzdem kaufen die Menschen solche Autos, weil sie schön und modern aussehen. Außerdem gehen wir auch an dem alten Zirkusgebäude vorbei. Momentan wird das Gebäude renoviert und sieht nicht so schön aus. Ihr könnt dieses Gebäude sofort erkennen. Wie ihr wahrscheinlich schon weißt, haben die USA jetzt die Kontakte zu Russland wieder aufgenommen. Und einige Unternehmen, die früher Russland verlassen haben, wollen vermutlich jetzt wieder zurück. Wollen westliche Unternehmen nach Russland wirklich zurückkehren, wenn Trump sich Putin annähert? Während Moskau und Washington darüber verhandeln, wie der Konflikt in der Ukraine beendet werden kann, stellen sich viele Investoren die Frage, ob der Exodus westlicher Unternehmen aus Russland rückgängig gemacht werden kann. Solange die westlichen Sanktionen gegen Russland in Kraft bleiben, erscheint dies unwahrscheinlich. Sollte jedoch eine Regierung unter Donald Trump versuchen, die Beschränkungen zu lockern, könnte dies einigen Unternehmen die Tür zur Rückkehr auf den einst wachstumsstarken Markt öffnen. In den letzten 3 Jahren haben über 1000 Unternehmen von McDonald's bis Mercedes-Benz Russland verlassen. Sie verkauften ihre Geschäfte, übergaben sie an bestehende Manager oder gaben ihre Vermögenswerte auf. Andere Firmen wie Danone und Carlsberg seien sich mit der Enteignung und dem erzwungenen Verkauf ihrer Betriebe konfrontiert. Laut einer Analyse von Reuters aus dem März 2024 haben westliche Unternehmen insgesamt Verluste in Höhe von 107 Milliarden US-Dollar durch Abschreibungen und entgangene Gewinne erlitten. US-Unternehmen haben durch ihren Rückzug aus Russland 324 Milliarden US-Dollar verloren. Welche Branchen könnten als erste zurückkehren? Am wahrscheinlichsten ist eine Rückkehr jener Unternehmen, die nicht von Sanktionen betroffen sind, etwa Einzelhandelsketten und Lebensmittelhersteller. Weniger wahrscheinlich ist eine Rückkehr von Unternehmen aus den Bereichen Energie und Finanzdienstleistungen. Warum werden Unternehmen nicht zurückkehren? Hunderte westlicher Unternehmen, darunter Carlsberg und Unilever, hatten zu Beginn des Konflikts öffentliche Erklärungen abgegeben, in denen sie Russlands Vorgehen verurteilten.
Ihren Rückzug oder ihre Geschäftseinstellung begründeten sie mit moralischen Prinzipien. Falls eine Einigung erzielt wird, die Russland ukrainisches Territorium zuspricht, drohen Unternehmen, die Moskau zuvor kritisiert haben, erhebliche Reputationsschäden, sollten sie eine Rückkehr in Erwägung ziehen. Unternehmen, die Produkte mit doppeltem Verwendungszweck, sowohl zivilem als auch militärischem, liefern, unterliegen westlichen Sanktionen. Darüber hinaus verbieten die Sanktionen Finanz- und Energiedienstleistungen für Russland. Die Äußerungen russischer Beamter, wonach sie mit der Rückkehr westlicher Unternehmen rechnen, scheinen derzeit eher Wunschdenken als eine realistische Einschätzung zu sein. Wie hat sich der russische Markt verändert? Viele der weltweit bekanntesten Marken, von Starbucks über Ikea bis hin zu Levi's, wurden durch russische Nachahmungen ersetzt. Besonders für Autohersteller könnte eine Rückkehr schwierig sein, da chinesische Konkurrenten inzwischen über 50% des Marktes kontrollieren, verglichen mit weniger als 10% vor 3 Jahren. Werden westliche Unternehmen mit offenen Armen empfangen? Moskau droht schon seit langem mit Gegenmaßnahmen für das, was es als Diebstahl russischer Vermögenswerte im Ausland ansieht. Gleichzeitig beschlagnahmt Russland selbst Unternehmen per Präsidentendekret oder über Gerichtsentscheidungen. Derzeit stehen mehrere westliche Firmen unter russischer vorübergehender Verwaltung. Zudem hat Russland in diesem Jahr die Enteignung von Unternehmen mit ausländischer Beteiligung beschleunigt. Die meisten Unternehmen, die Russland verlassen haben, mussten ihre Vermögenswerte zu erheblichen Abschlägen verkaufen. Investoren wieder für den russischen Markt zu gewinnen, dürfte daher einige Zeit in Anspruch nehmen. Also, liebe Freunde, das war's von mir für heute zum Thema dieses Videos. Danke euch, dass ihr mit meinem Kanal weiterbleibt. Je wärmer es draußen wird, desto öfters werde ich die Videos drehen, weil die Sonne immer für gute Stimmung sorgt und bei guter Stimmung will ich natürlich länger draußen bleiben und in der Stadt laufen. Also, liebe Freunde, ich wünsche euch alles Gute im Alltag und viel Erfolg bei der Arbeit. Wir sehen uns bald in neuen Videos wieder. Ich lasse euch jetzt mit Straßengeräuschen alleine, damit ihr hören könnt, was draußen passiert. Bis dann. Tschüss. Ничего не буду давать. Дорожку разговариваем. Я говорю, ну так это хорошо.
Реально? Да, пойдем. Передок 350 рублей.